Ah, jetzt geht's. Noch etwas scharf stellen? Okay. So, heute geht's noch um mein Button-Setup an der X-T5. Und wie im letzten Video schon erwähnt, müssen meine Einstellungen nicht unbedingt auch die richtigen für eure sein. Aber gerade bei den Buttons ist es vielleicht noch interessanter, wer seine Buttons wie belegt hat. Und mit den Buttons meine ich natürlich alle programmierbaren Tasten an der Kamera. An der X-T5 gibt es in Summe 11 Tasten, die frei programmiert werden können. 8 dieser Tasten befinden sich auf der Rückseite der Kamera. Eine befindet sich oben zwischen Auslöser und Belichtungsrad und einen findet man vorne an der Kamera. Und dann hätten wir natürlich noch oben an der Seite des Suchers eine Taste. Eigentlich wären auf der Rückseite noch 3 weitere Tasten verfügbar. Leider lässt sich aber weder die Löschen-Taste, die Play-Taste oder auch die Display-Taste mit anderen Funktionen belegen. Wem die 11 Tasten nicht ausreichen, der kann auch noch das Touch-Display nutzen, denn dort lassen sich 4 weitere Funktionen definieren, die man dann durch die Wischfunktionen nutzen kann. Ich für meinen Teil nutze die Touch-Funktionen des Displays aber so gut wie gar nicht und aus diesem Grund habe ich auch die Funktionen dort nicht verändert. Auch wenn die Displays für einige Dinge sehr nützlich sind, nutze ich lieber den Sucher und somit bringen mir dann auch die Touch-Funktionen des Displays nichts. Beginnen wir mal mit den Funktionstasten 1 bis 6. Gegenüber den Standardeinstellungen habe ich an meinem Button-Setup gar nicht so viel geändert. Um das Einstellungsmenü für die Funktionstasten aufzurufen, muss man einfach nur längere Zeit auf den Display-Button drücken. Anschließend lässt sich für die Funktionstasten 1 bis 6 durch einen Rechtsklick für die jeweilige Funktionstaste eine neue Funktion zuordnen. Für die Funktionstaste Nummer 1 ist standardmäßig die Gesichts- bzw. Augenerkennung eingestellt. Wer keine Porträts bzw. Familienfotos oder ähnliches macht, kann hier natürlich eine andere Funktion zuweisen. An meiner X-T5 bleibe ich hier bei der Standardeinstellung. Da wir nicht nur zweibeinige Familienmitglieder haben, sondern auch vierbeinige, habe ich der Funktionstaste Nummer 2 die Motiverkennung zugewiesen. Somit kann ich jederzeit schnell zwischen Motiverkennung und Gesichts- bzw. Augenerkennung umschalten. Funktionstaste Nummer 3, also die nach oben Taste, ist bei mir mit der AE-Messung belegt. Die Einstellungen für die AE-Messung können aber nur aufgerufen werden, solange die Gesichts- bzw. Augenerkennung sowie die Motiverkennung ausgeschaltet sind. Mit der Funktionstaste Nummer 4 bzw. mit der linken Auswahltaste kommt man zu den Filmsimulationen. Für diese Taste bin ich also auch bei den Standardeinstellungen geblieben. Über die Funktionstaste Nummer 5 bzw. die rechte Auswahltaste lässt sich der Weißabgleich auswählen. Eine Funktion, die ich relativ häufig brauche, vor allem beim Filmen. Funktionstaste Nummer 6, also die Auswahltaste nach unten, ist bei mir mit den ISO-Einstellungen belegt. So kann ich relativ schnell zwischen den 3 ISO-Bereichen wählen. Für die Funktionstasten 1 bis 6 können jeweils 72 verschiedene Funktionen ausgewählt werden. Ganz schön viel Holz und genau deswegen ist es auch schade, dass es nicht noch ein paar Funktionstasten mehr gibt. In jedem Fall aber hat man somit die Qual der Wahl und wer hier nicht fündig wird, ist selbst schuld. Neben den Funktionstasten 1 bis 6 gibt es noch 5 weitere Tasten, die sich umprogrammieren lassen, auch wenn sie größtenteils beschriftet sind. Nummer 1 wäre der AEL-Button. Damit kann man die Belichtung sperren, was ich relativ häufig nutze. Insbesondere wenn der Kontrast zwischen Hintergrund und Motiv sehr groß ist. Als nächstes haben wir noch die AF-On-Taste. Hierzu hatte ich ja erst vor kurzem ein Video gemacht und erklärt, warum der AF-On-Button bei mir die AF-Lock-Funktion nutzt. Wie dem AEL und dem AF-On-Button kann man auch dem hinteren Einstellrad eine neue Funktion zuweisen. Dabei geht es aber nicht um das Drehen, sondern um das Drücken des hinteren Einstellrades. Wer das Quick-Menü nicht über den Quick-Button aufrufen möchte, der kann dem Quick-Button auch eine andere Funktion zuweisen. Ich persönlich nutze das Quick-Menü aber recht häufig und von daher bleibt es in der Standardeinstellung. Oben rechts am Sucher befindet sich noch die View-Mode-Taste. Auch dieser kann eine andere Funktion zugewiesen werden, wenn man das Umschalten zwischen Sucher und Display nicht benötigt. Zum Schluss kommen wir jetzt noch zu den Touch-Funktionen für das Display.
Insgesamt stehen pro Wischgeste 64 Funktionen zur Auswahl und in Summe gibt es 4 Wischgesten. Wer also gerne mit dem Display arbeitet, hat hier auch wieder die Qual der Wahl. Das Belegen einer Funktion für jede einzelne Wischgeste funktioniert genauso wie bei den Funktionstasten. Mit einem Rechtsklick bei der jeweiligen Wischgeste kommt man in das Menü und hat Zugriff auf 64 Funktionen. Wenn man die ganzen Buttons und Funktionstasten gar nicht benutzen möchte, dann kann man diesen auch keine Funktion zuweisen. Macht wenig Sinn, ist aber möglich. Was mich jetzt noch interessieren würde und wahrscheinlich auch viele andere, ist, wie ihr eure Button belegt habt. Vielleicht gibt es ja noch etwas super Praktisches, auf das ich noch gar nicht gekommen bin. Von daher würde ich mich freuen, ihr schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr eure Buttons belegt habt. Und natürlich auch, wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt. Damit wären wir für heute aber auch schon wieder am Ende. Die anderen Fuji-Videos findet ihr in der Fujifilm-Playlist. Wer möchte, kann gerne noch einen Like hinterlassen, was für den Algorithmus sehr nützlich wäre. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.